bin gerade diesen Steg an Steinen und Felsen hier entlang geklettert oder gelaufen, um euch von hier die Aussicht zu zeigen, und ich hoffe, dass man mich ganz gut hören kann. Man hört auf jeden Fall die Wellen und den Wind, und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal gleich ins Wasser. Ich kann nicht widerstehen und ich muss meinem Namen alle Ehre machen, denn Kalypso ist immerhin eine Nymphe und Nymphen sind ja Naturgöttinnen und Kalypso ist eine Meeresgöttin, also sollte ich, glaube ich, schon ins Wasser gehen. Und es wird mir auf jeden Fall gut tun. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Meer bade, dass das Meer und die Wellen alle meine Sorgen und alles, was mich belastet, einfach mitnimmt für einen Moment zumindest, und ich mich danach erleichtert fühle, und es ist ja auch ziemlich gut für die Haut. Hallo meine Lieben, es ist Sonntag. Ich bin nach Sitges gefahren. Das ist circa 45 Minuten von Barcelona entfernt mit dem Zug. Eine sehr, sehr schöne, angenehme Fahrt, und hier ist ein wunderschöner Strand. Hinten sieht man die emblematische Kirche von diesem Ort, und es ist 20 Grad warm, aber mangels eines Hutes habe ich jetzt Sonnenbrille und Mütze als Sonnenschutz und Sonnencreme. Ein paar Menschen sind tatsächlich im Wasser und ich habe total Lust zu baden, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich dafür fit genug bin, aber ja, ich glaube, ich kann nicht widerstehen. Und ich habe nämlich gar keine Badesachen dabei, weil ich wollte mir eigentlich in Barcelona ein Bikini kaufen, aber ich habe nichts gefunden. Deswegen gehe ich vielleicht einfach mit meiner Sportleggings ins Wasser. Und ja, es ist traumhaft schön, es ist nicht so voll. Ich kann mir vorstellen, im Sommer ist es hier wahrscheinlich bombenvoll. Und ich bin gerade die Strandpromenade entlang gelaufen und habe mir diese Kirche auf dem Hügel da oben angeguckt und blende euch hier ein paar andere Videos ein, damit ihr das besser aus der Nähe euch angucken könnt. Und ja, ich freue mich total, hier zu sein, den Sonntag zu verbringen und zu entspannen. Und vor allem auch zeige ich euch meinen ersten Wollstrang, den ich mir, einer der Ergatterungen von gestern. Und ich freue mich total darüber. Ich möchte es nämlich euch zeigen, bevor ich gleich heute auf jeden Fall noch ein paar Socken damit anschlage, weil genau, ich möchte für meine Freundin Sonja, die Fotos öfters schon für mich gemacht hat von meinen Stricksachen, gerne ein paar Socken stricken, und sie trägt immer nur schwarz. Aber ich habe ihr schon mal ein paar Socken gestrickt, die waren so braun-orange aus Resten und die haben mir gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt hier dieses blau melierte, da ist ein bisschen grün drin, ein paar rote Punkte. Und ja, das Garn ist von Soc Una Troca. Ja, 100% Merino Superwash. Da bin ich mir sicher, dass es gut in der Waschmaschine gewaschen werden kann. Und soviel ich weiß, ist das katalanisches Garn. Also genau, bevor ich das nämlich aufwickel und zum Knäuel mache, wollte ich euch eben zeigen, wie der Strang aussieht, und vielleicht füge ich hier noch ein Foto ein, damit ihr die Farben besser sehen könnt, weil hier knallt natürlich die Sonne und ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Aber ja, super angenehme Temperaturen, und ich hoffe, ich finde die Tage einen passenden Ort, um euch genauer zu zeigen, was ich alles ergattert habe auf dem Barcelona Knits Festival. Aber genau, daraus werden auf jeden Fall so schnell wie möglich Socken gestrickt, und ich lege heute damit los. Ich bin immer noch in Sitges und ich werde jetzt meinen schönen Wollstrang aufwickeln zu einem Knäuel. Ich war vorhin baden. Es war sehr, sehr angenehm. Das Wasser ist gar nicht so kalt gewesen im Vergleich zu Portugal im März, weil der Atlantik ist ja viel kälter. Und im Vergleich dazu ist jetzt das Mittelmeer nicht so kalt. Also es war sehr angenehm, sehr, sehr schön, im Wasser zu sein, kurz ein bisschen zu planschen und dann wieder rauszugehen. Danach habe ich gegessen, und ja, jetzt plötzlich ist es bedeckt und etwas neblig. Ich dachte, das ist vielleicht nur so ein kurzes Phänomen und hatte gehofft, dass es nach einer halben Stunde wieder Sonne gibt und der Himmel klar ist, aber gerade sieht es nicht danach aus, und es ist, ich glaube, 16 Uhr, ich weiß es nicht genau, oder 15:30 Uhr.
Und ja, ich glaube, ich werde das hier noch aufwickeln und ein bisschen hier am Meer sitzen. Und freue mich, wenn ihr mich dabei begleitet, damit ich dann auf der Zugfahrt die Maschen anschlagen kann für die Phase. Genau, es kann losgehen. Ich hatte mal überlegt, mir eine Schirmhaspel zuzulegen und einen Wollwickler. Aber wenn ich mir eine Schirmhaspel kaufe, dann am liebsten die von Knit Pro, weil die aus Holz ist und schön bunt. Aber bei den Wollwicklern bin ich immer etwas unentschlossen, weil ich das Gefühl habe, dass die Cakes dann sehr eng gewickelt sind und dann ziemlich viel Spannung auf dem Faden ist, auf dem Gang. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Schirmhaspel und einen Wollwickler? Ja, und ich werde ganz einfache Socken stricken mit dem Nadelspiegel 2,5 mm. Zum Beispiel die Tanzvideos mit der originalen Musik sehen wollt, dann schaut gerne auf dem Instagram vorbei. Da habe ich sie mit der originalen Musik hochgeladen. Und ja, wenn ihr auch mehr kurze Videos und Fotos sehen wollt von meinen Abenteuern, dann geht auf meinem Instagram vorbeischauen. Hallo ihr Lieben, ich bin im Teleférique de Montjuic und ich habe eine Gondel für mich alleine. Das war mein Rucksack, der ist heruntergefallen. Von hier hat man einen tollen Blick auf die ganze Stadt. Da sieht man die Sagrada Familia hier. Da ganz oben ist noch eine andere Kirche, ich habe aber vergessen, wie die heißt. Und unter uns ist der Parc Montjuic. Und da hinten sieht man das Meer. Ich suche nach einer Stelle, einem Ort, wo ich euch meine ganze schöne Wolle zeigen kann, die ich auf dem Barcelona Knits Festival ergattert habe. Aber leider habe ich bis jetzt noch nichts gefunden und außerdem ist es sehr, sehr windig. Deswegen befürchte ich, dass ihr mich dann nicht gut hören könnt. Aber ja, deswegen trage ich meine Wolle durch die Gegend. Und ich glaube, hier ist die mittlere Station. Und da sieht man das Meer. Sieht traumhaft schön aus. Ja, diese Fahrt hier hat 10 Euro gekostet. Nur hin und zurück kostet 15 Euro. Aber man kann auf der anderen Seite dann runterlaufen. Oder einfach zurücklaufen. Das dauert nicht lange. Ja, da hinten ist die Barceloneta, da am Meer. Da sieht man die ganzen Segelschiffe. Da ist die Sagrada Familia, die über der Stadt herausragt. Und jetzt stecken wir hier fest in dieser mittleren Station. Es geht weiter, wir haben die mittlere Station überstanden und hier hat man echt einen richtig tollen Blick über die Stadt und das Meer. Hier unten ist der Hafen.
Und da ist auch das World Trade Center, wo das Barcelona Nitz Festival stattgefunden hat. Direkt am Meer. Und der Park hier ist sehr schön. Hier kann man auf jeden Fall einen ganzen Tag sich die Beine vertreten. Da, hier in diesem Gebäude hat das Barcelona Nitz Festival stattgefunden. Ein paar Wolken sind hier über der Stadt, aber das Wetter ist sehr angenehm. Es wackelt. Ich glaube, wir fahren jetzt in die Station rein. Und ja, hier ist der Ausgang. Die Fahrt mit der Seilbahn hat uns hierher gebracht, zum Castel de Montjuïc, dieser Burg, die sehr hübsch aussieht, und vielleicht hört ihr auch, wie windig es ist. glaube, ich kann endlich loslegen und euch meine Wolle zeigen. Ich bin im griechischen Park hier in Barcelona und habe eine Stelle gefunden, wo das Licht noch ganz gut ist und es nicht so laut ist und hoffentlich nicht so windig, nicht so viele Hintergrundgeräusche, und ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt. Das ist nun der letzte Teil von diesem Video, denke ich mal, in dem ich euch dann endlich zeige, was ich so ergattert habe, nachdem ich euch hier und da mitgenommen habe in verschiedene Ecken Barcelonas. Ich war gerade noch beim Friseur und ich wollte einfach nur, dass hier hinten und die Seiten ein bisschen kürzer geschnitten werden, weil das sonst ein bisschen disproportional aussieht, meine Haare. Und ja,
Genau, und hier hat der Friseur nur 9 Euro gekostet. Und jetzt hat er mir aber nur so einen Undercut hier gemacht, an den Seiten hier und am Nacken. Jetzt sehe ich aus wie ein kleiner Beetle, aber was soll's, ist egal. Und entschuldigt mein blaues Auge. Ja, passiert halt manchmal, wenn man Kampfsport macht, war ein bisschen eine blöde Situation. Aber genau, also ich bin ein bisschen müde, weil ich die letzten Tage so viel unternommen habe. Und wenn man so viel Neues die ganze Zeit sieht, dann macht es viel müder, habe ich das Gefühl. Und auch wenn man nicht in seinem eigenen Bett schläft, sondern viel unterwegs ist, dann ja, ist man vielleicht ein bisschen müde. Aber genau, also jetzt wisst ihr Bescheid über meinen Zustand. Naja, der eigentlich gut ist, weil ich bin ja im Urlaub. Und ich zeige euch jetzt endlich, was ich gekauft habe auf dem Barcelona Nitz Festival. Und ich fange einfach mal an. Ja, also als erstes bin ich schwach geworden für diese schöne Wolle hier. Die ist von Veganitz, Naturally Hand-Dyed Fibers. Also man sieht man könnte denken, dass es die Naturfarbe ist, aber diese Farbe ist so gleichmäßig, dass man dann doch merkt, dass es keine Naturfarbe ist. Aber das ist so ein schönes, sehr, sehr schönes Beige. Und das Garn ist sehr, sehr weich. Es ist 50% Alpaka Suri und 50% Merino. Es sind 300 Meter auf 100 Gramm. Es ist ein Sport Weight, also circa mit einer 3 bis 4 Millimeter Nadel. Die Marke ist Veganitz und die Verkäuferin war sehr, sehr nett. Also das Garn ist super, super weich. Ich habe mir 4 Stränge davon gekauft. Die Verkäuferin hat mir einen Pullover gezeigt in einer anderen Farbe und da hatte sie 4 Stränge verwendet. Der war wirklich sehr, sehr schön, dieser Pullover, und ich könnte mir gut vorstellen, mit diesen 4 Strängen einen ziemlich klassischen Cardigan zu stricken. Ja, weil, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich nicht so viel so Basic Teile, so klassische schlichte Kleidungsstücke stricke, sondern meistens eher ein bisschen extravagante Sachen. Und ich vermisse es auch ehrlich gesagt gar nicht, unbedingt ein klassisches, schlichtes Teil zu haben in meinem Schrank. Aber das hier würde mir schon sehr gut gefallen für so einen sehr, sehr eleganten Cardigan. Nicht so viel Muster, einfach glatt rechts gestrickt und etwas Rippen und vielleicht ein Fahrausschnitt und ja, mal sehen, vielleicht ein bisschen quadratischer Schnitt eher, aber schon gut angepasst an den Schultern. Das Interessante eben und das schöne Besondere an diesem Garn, oder wenn das dann tatsächlich ein Cardigan werden sollte, wäre dann die Farbe. Und es ist super, super weich, aber ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich das ganze Jahr tragen kann. Winter wie jetzt vielleicht nicht bei 35 Grad, aber ja, auf jeden Fall fast das ganze Jahr tragen kann, und es ist einfach super weich. Vielleicht füge ich euch hier noch ein Foto von der Verkäuferin ein, die wirklich super sympathisch war. Und ja, wie gesagt, die Marke ist Veganitz und wer weiß warum. Vielleicht informiere ich mich noch darüber, aber ich glaube, das ist eine spanische Marke, denn ja, hier steht Teñido a mano en España, also es ist gefärbt in Spanien. Wo die Wolle jetzt genau herkommt, kann ich nicht sagen. Das könnte ich dann eben nachforschen und euch dann erzählen, wenn ich die dann verstricke. Genau, also das war der erste Einkauf, den ich gemacht habe, und ich glaube, da hat ein Strang 28 Euro gekostet. Ja, also nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall, ich denke, den Preis wert. Es ist kein Superwash. Ja, ab und zu Superwash, je nachdem für welchen Zweck, ist ganz gut. Aber genau, das sind der Einkauf Nummer 1. Ich lege das mal hier hin. Ich frage mich, ob ihr diese lustige Flöte da im Hintergrund hört. Ich hoffe nicht. Oder dass ihr euch nicht stört. Einkauf Nummer 2 sind diese 2 traumhaften Stränge gewesen. Dieses Garn ist von der Marke Felici Punto, und das finde ich ganz süß, den Namen, weil Punto heißt auf Spanisch Masche, aber auch Punkt, also das bedeutet Felici Punto glücklich und Punkt oder glücklich und Masche. Also ein ganz süßes Wortspiel, und die Farben sind wirklich so, so schön. Sind ganz viele verschiedene Farben drin, rosa, bräunliche Töne, gelbe Töne, so goldene Töne und ein paar Sprenkel, ein ganz kleines bisschen blau, ganz kleines bisschen grün.
Ja, und es handelt sich hier um 75% Seide und 25% Leinen. Es sind 400 Meter auf 100 Gramm und es ist auch handgefärbt in Spanien. Ich fand die Zusammenstellung von diesem Garn wirklich toll. Also ich wollte kein 100% Seidengarn kaufen, weil 100% Seide schon sehr schwer ist einfach und schön fällt, aber es ist eben nicht elastisch, also es hat kein Gedächtnis. Das heißt, wenn man ein Kleidungsstück strickt, dann fällt es einfach und es ist nicht wie Wolle. Wolle kehrt immer in seine ursprüngliche Form zurück und bei Seide ist es nicht der Fall. Leinen hat auch nicht so viel Gedächtnis, aber ich fand es ganz gut, dass es eben mit Leinen gemischt ist, damit es ein bisschen leichter ist, das Garn insgesamt, und es ist einfach so weich, es ist wirklich ein Luxusgarn. Ich glaube, das hier hat auch 28 € pro Strang gekostet, also auch nicht günstig. Das sind wirkliche Luxusgarne, die ich mir gegönnt habe. Und ja, mit den 2 Strängen könnte ich, glaube ich, auf jeden Fall einen Sommertop machen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier ein Lochmuster zu machen. Ich meine, ich habe 800 Meter, vielleicht Ärmel wären bestimmt auch noch drin und ja, das ist also Einkauf Nummer 2. Dann gehen wir zu Einkauf Nummer 3 und zwar habe ich auch tatsächlich etwas Günstiges im Angebot gefunden. Das sind 4 Knäuel von der hier. So, es reicht, wenn ich euch einen Knäuel zeige. Und es ist eine sehr, sehr schöne Farbe und es ist Casasol, Handmade, Made in Spain, und es handelt sich hier um 100% gekämmte organische Baumwolle, die man sogar von Hand waschen muss. Also nicht in der Waschmaschine. Und Baumwolle kann man ja eigentlich in der Waschmaschine waschen, aber es ist eben handgemacht. 300 Meter auf 100 Gramm. Organic Cotton. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich stricke eigentlich gar nicht mit Baumwolle. Es ist schon sehr lange her, dass ich mit Baumwolle gestrickt habe. Ich habe 2 Oberteile in Baumwolle, die ich in meiner Anfangszeit gestrickt habe mit so Lochmuster, die sehr, sehr schön sind, aber die ich eher selten trage. Dieses Ganze aber sehr fein und es sieht einfach sehr, sehr gute Qualität aus. Und es hat nur 4 € pro Knäuel gekostet und da habe ich 4 gekauft. Das heißt, ich habe auf jeden Fall genug für etwas Langärmeliges, denke ich, für den Sommer. Genau, und für 4 € war der Preis echt unschlagbar, also habe ich einfach es genommen und ich kann ja auch immer noch etwas stricken und es verschenken, wenn mir die Baumwolle nicht gefällt. Aber ich dachte, warum nicht? Ich probiere einfach mal was Altes, Neues wieder aus und gebe Baumwolle nochmal eine zweite Chance. Ja, also wunderschöne Farbe. Von derselben Marke gab es dann auch noch dieses Garn in einer Farbe, die eigentlich nicht so meine Farbe ist. Genau, also es ist auch von Casasol, das ist 100% Merino, Shetland und das hier ist Superwash. 400 Meter auf 100 Gramm, also es läuft noch länger als dieses helle Garn. Und das ist eben auch Made in Spain. Davon habe ich 3 gekauft. Die Farbe so würde mir bestimmt stehen. Also es ist so eine Art Olivfarbe, würde ich sagen. Also ein grün-oliv, fast ein bisschen gräulich. Genau, aber ich dachte, ich könnte auch ein Accessoire, also es sind 3 Knäuel. Für einen Pullover reicht das jetzt nicht. Es gab noch ein bisschen mehr. Ich hätte auch 4 oder 5 kaufen können, aber ja, mein Gepäck ist eben auch begrenzt, also habe ich nur 3 gekauft und ich denke, ich könnte damit einen schönen Schal, also ein schönes Accessoire machen und es verschenken. Also vielleicht eher an einen Mann, wer weiß an wen. Aber genau, also ich musste es ja nicht sofort verstricken, aber für den Preis konnte ich mir das einfach nicht entgehen lassen. Und es gab nicht so eine große Vielfalt von diesen Farben. Entweder sie waren alle vergriffen oder ja, die Marke Casasol hat einfach die Farben, die sie nicht verkaufen konnten, online oder in ihrem Shop, dann zum Barcelona Knits Festival mitgebracht und im Angebot dann dort loswerden wollen. Und es hat auch gut funktioniert. Also die Kisten waren da ziemlich schnell leer. Ja, das war Nummer 3, Einkauf Nummer 3. Und
Einkauf Nummer 4, der vorletzte Einkauf, sind diese 3 wunderschönen Stränge. Eins muss ich aber zuerst sagen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, ein rotes Garn zu finden, weil ich gerne wieder einen roten Pullover oder eine rote Jacke stricken wollte. Aber ich habe nicht so viel Rot gefunden erstens. Also es ist keine Farbe, die ich glaube so populär ist. Es ist aber meine Lieblingsfarbe. Und ich finde, Rot mag ich auch nicht gerne kombinieren mit anderen Farben, sondern Rot stricke ich am liebsten. Entweder das Garn ist in sich selbst meliert und da ist Rot drin und es ist eine Faserkomposition, wo das Rot dann nicht so ganz uni ist, weil zum Beispiel Leinen sich nicht so gut oder Hanf sich die Farben nicht so krass annehmen, wie Wolle zum Beispiel, und dann hat es so einen ganz leichten Schimmer. Also das finde ich schön, aber ich finde es nicht so schön, wenn man zum Beispiel Rot und Weiß kombiniert, weil ich dann sofort an Weihnachten denken muss und das gefällt mir dann nicht so gut. Oder man kombiniert noch mehr Farben und man macht es mit Absicht, dass etwas weihnachtlich zum Beispiel aussehen soll. Also es kommt drauf an, welcher der Hintergedanke ist. Aber meistens stricke ich schon Rot lieber uni, also ein komplettes roten Pullover zum Beispiel. Genau, bei Accessoires bin ich ein bisschen flexibler. Da würde ich Rot auch ein bisschen anders und gewagter kombinieren mit anderen Farben, aber bei Pullover nicht so gerne. Und es gab auch ein Rot von diesem Garn hier, aber leider nur noch einen Strang. Also das war nämlich, als ich den zweiten Rundgang gemacht habe am Barcelona Knits Festival, und dann hatten sie nur noch einen Strang von diesem Garn in Rot. Genau, damit war ich aber nicht zufrieden. Ich wollte eben mehr als einen Strang, deswegen bin ich dann auf diese Farben hier umgestiegen. Erst habe ich diesen Strang gesehen, den ich wirklich sehr, sehr schön finde. Da sind auch ganz viele verschiedene Töne drin. Bisschen rosa, bisschen braun, bisschen gelb, ganz kleines bisschen rot, blau und so. Und die Marke ist El Robledal de la Santa. Das ist auch eine spanische Marke, nehme ich an. Hier handelt es sich um 15% Baumwolle, 48% Mohair, 25% Merino Chubut, was auch immer das ist, muss ich mal nachforschen, 12% Seide und es ist nicht Superwash. 100 Gramm auf 400 Meter, also ziemlich dünnes Garn. Ich glaube, das ist zweifädig. Ja, es ist zweifädig und die Farben sind wirklich traumhaft schön. Also das habe ich als erstes gesehen und dann dachte ich, wie kann ich das kombinieren? Mit dem Rot hat es leider nicht so gut zusammengepasst, aber mit diesem Rosa hat es gut zusammengepasst. Und in letzter Zeit läuft mir Rosa öfters über den Weg, oder Rosa ist einfach eine beliebte Farbe bei Strickerinnen und wird deswegen viel gefärbt von unabhängigen Färberinnen und anderen Wollmarken, aber Rosa ist nicht meine Lieblingsfarbe, ehrlich gesagt. Ich trage schon mal rosa und also dieses Lila, was ich hier drunter trage, das gefällt mir gut. Diese Auberginefarbe mag ich gerne. Aber wenn das zu kitschig ist, dann ist es nicht so mein Ding. Aber hier geht's. Es ist schon ein kräftiges Rosa, aber auch mit einem Hauch Pastell, finde ich. Und es passt eben gut dazu. Plus, es passt auch gut mit dem zusammen. Dieser melierte Strang. Der Verkäufer meinte, er hätte nur 2 Stränge gebraucht für einen Pullover, der auch ziemlich weit aussah. Und genau, jetzt habe ich hier 3, also kann ich auf jeden Fall zum Beispiel eine lange, große Jacke machen, die man sich so schön überwerfen kann und wo die Farben dann sehr, sehr schön zur Geltung kommen. Ja, genau, das wäre also Einkauf Nummer 1, 2, 3, 4. Einkauf Nummer 4. Und das hier war auch gar nicht so teuer. Das hat 20 € gekostet pro Strang. Und bei dieser Garnzusammensetzung finde ich 20 € super fair. Und für die Schönheit und die Qualität des Garns finde ich 20 € wirklich okay. Also da musste ich nicht schlucken. Bei den anderen war ich schon so ein bisschen, es ist schon wert, aber es ist auch ein Luxus. Genau, und bei dem war ich so, ein wirklich guter Preis und deswegen waren die, glaube ich, auch ziemlich schnell ausverkauft auf diesem Stand.
Auf den Videos habt ihr ja bestimmt gesehen, dass es super, super voll war und man bei einigen Ständen Schlange stehen musste. Und ich will nicht sagen vordrängeln, aber schon so ein bisschen seinen Platz musste man sich erkämpfen, um die Garne und die Wolle sehen zu können zum Teil. Also deswegen waren die schon ziemlich schnell ausverkauft. Ich glaube, wenn man am Sonntag erst hingegangen ist, dann hatte man nicht mehr so die große Auswahl. Also es war wirklich schon schlau, Samstag früh dahin zu gehen, auch wenn der Tumult wirklich nicht für jeden was ist. Ja, also dann gehe ich über zum... dann kann ich zwischendurch noch kurz erzählen, dass ich meine liebe Teststrickerin Jana getroffen habe. Sie kommt aus Slowakia, also Slowakei auf Deutsch, wenn ich es nicht falsch sage. Und sie war da, weil sie ihren Sohn besucht hat. Und sie war auch einfach auf dem Barcelona Knits Festival. Wir haben uns getroffen, wir haben zusammen einen Saft getrunken. Das war sehr, sehr nett. Und sie hat mir auch Stitchmarker, also Maschenmarkierer, gekauft und geschenkt. Also sehr, sehr lieb von ihr. Das hier sind die Maschenmarkierer. Ich habe die jetzt auch nicht ausgepackt. Die sind von 7 Ostczech. Ich glaube, das ist polnisch. Habe ich vergessen. Ich kann es nicht genau aussprechen. So sieht die Marke aus. Und das sind hier 2 kleine Haken, um irgendwas zu befestigen. Ich habe es vergessen. Jana hat es mir erklärt, aber ich habe es vergessen. Genau, das ist also das Kommentar am Rande. Und das letzte, was ich euch zeigen möchte, oder beziehungsweise schon gezeigt habe eigentlich, ist dieses Garn. Das habe ich ja mit euch zusammen aufgewickelt. Und ich bin schon ganz gut vorangekommen mit der Socke für meine Freundin Sonja. Hier kann man die Socke ganz gut sehen und die Farben ganz gut sehen. Die kommen wirklich schön heraus. Sehr, sehr schöne Farben. Die Ferse habe ich jetzt hier. Diese grünen Maschenmarkierer habe ich auch bekommen. Ich weiß nicht mehr von welcher Verkäuferin. Aber... ja, die habe ich auch bekommen, auf jeden Fall geschenkt. Und soweit ist gerade die Socke. Die erste Socke. Ja, die Verkäufer von diesem Stand waren auch sehr, sehr nett. Von denen habe ich auch ein Foto gemacht, das kann ich hier einfügen, wo sie nett in die Kamera lachen. Genau, also ich hoffe, dass ich das Paar Socken noch bis ich zurückfliege oder wenn ich zurückfliege, dann fertig habe, außer vielleicht der Spitze, weil ich eben kein Maßband dabei habe und die Länge nicht genau messen kann. Aber ich denke schon, dass ich beide Socken bis zur Spitze haben werde, sobald ich dann im Flugzeug sitze, zurück nach Deutschland. Und heute ist Mittwoch und ich habe noch das Wochenende hier zum Genießen und Entspannen. Und denn das sind meine letzten Urlaubstage und ich baue meine Überstunden ab von meinem aktuellen Job, bei dem mein Vertrag leider Ende November ausläuft. Wenn ihr dieses Video seht, ist es dann wahrscheinlich schon ausgelaufen. Und es liegt einfach nur daran, dass das Projekt, das ich leite, nicht erneut aufgesetzt wird, sondern es wird einfach nicht weiter finanziert. Deswegen habe ich dann einfach keinen Job mehr. Und das ist aber schon okay so, also passiert einfach. Es war von vornherein klar, dass der Vertrag und dieses Projekt befristet sind und deswegen bin ich damit vollkommen im Reinen, aber auf Jobsuche. Also bin ich froh, dass ich jetzt die letzten Urlaubstage genommen habe und es genießen konnte und im Dezember geht es dann ganz intensiv ans Bewerbungen schreiben. Ich wünsche mir Glück, dass ich etwas finde, was mir Spaß macht, was mir gefällt und wo ich mich auch beruflich weiterentwickeln kann. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen. Ich freue mich über alle eure Kommentare. Ich hoffe sehr, sehr, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit hattet beim Gucken dieses Videos und dass ihr auch Lust auf Barcelona bekommen habt und vielleicht auch auf das Barcelona Knits Festival und freue mich, wenn ihr mich weiterhin begleitet auf meinen Strickabenteuern und kommt mir gerne auf Instagram folgen und lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Calypso.